Mit der Land Dweller hat Rolex dieses Jahr ziemlich viele Uhrenfreunde überrascht. Armbanduhren mit integrierten Bändern gibt's inzwischen ja von so ziemlich jeder Uhrenmarke. Nun also auch von Rolex. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und die Land Dweller inklusive dem neuen Uhrwerk 7135 mit Dynapulse-Hemmung schauen wir uns hier im Detail an. Es gab in der Vergangenheit verschiedene Rolex-Modelle, die als Vorlage für die Land Dweller gedient haben. Besonders stark erinnert die kantige Gehäuseform an die Oyster Quartz aus den 1970er Jahren. Damals, wie der Name schon sagt, wurde das flache Gehäuse mit einem Quarzwerk ausgestattet. Hightech in dieser Zeit und auch heute arbeitet in der Land Dweller ein ganz besonderes Uhrwerk. Das Manufakturkaliber 7135 ist allerdings zum Glück ein Automatikwerk und arbeitet mit einer Hochfrequenzhemmung mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde. Seine Besonderheiten werden wir uns später noch genauer anschauen. Denn relativ Rolex untypisch ist die Land Dweller mit einem Sichtboden ausgestattet. Vorher werfen wir einen Blick auf das Gehäuse mit seinem nahtlos integrierten Armband und den verschiedenen Schliffen und polierten Phasen. Es kommt bei Rolex in zwei Größen auf den Markt und wird in verschiedenen Materialien angeboten. Neben Edelstahl und Averrose, also Roségold, gibt es die Land Dweller auch in Platin mit blauem Zifferblatt und in Versionen mit Diamantenbesatz, die wir beim Dreh allerdings nicht vorliegen hatten. Und auch die wohl gefragteste Variante aus Edelstahl mit 40 mm Durchmesser war nicht verfügbar. Dafür allerdings die 36 mm Version und zum Vergleich die 36 und 40 mm Varianten aus Averrose Gold. Ich denke, normalerweise würde ich mich wohl eher für die 40 mm Variante entscheiden. Die beiden Größen aus Averrose Gold habe ich zum Vergleich hier einmal nebeneinander gelegt. An meinem Handgelenk mit rund 17 cm Umfang allerdings macht auch die 36 mm Variante aus Edelstahl eine gute Figur und weitere Unterschiede neben den Abmessungen gibt es eigentlich auch nicht. Außerdem greifen viele Herren bei der Datejust ja auch zur angeblich eleganteren 36 mm Variante. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen Uhrendurchmesser ihr am liebsten tragt und ob 36 mm überhaupt eine Option für euch sind. Bei der Gelegenheit könnt ihr mir gleich ein Like und ein Abo dalassen. Das würde mich wirklich freuen. In der Höhe messen beide Größenvarianten gerade einmal 9,7 mm und sind damit besonders flach. Zum Vergleich etwa 2 mm flacher als vergleichbare Datejust-Modelle. Natürlich ist auch die Land Dweller, was übrigens so viel wie Landbewohner heißt, mit einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet und bis zu 10 bar wasserdicht. Schwimmen ist damit also noch drin, die Krone wird verschraubt. Die Edelstahl-Variante trägt, wie man das auch von der Datejust kennt, die geriffelte, typische Rolex-Dünette, auch hier gefertigt aus dem besonders glänzenden Weißgold. Das Zifferblatt trägt eine subtile Wabenstruktur, die in den Zwischenräumen mit leichten Riffeln versehen ist. Besonders gut sieht man das bei der Aufnahme durch die Datumslupe, die in das Saphirglas eingeschliffen ist und natürlich ein typisches Erkennungsmerkmal für Rolex-Uhren ist. Wie üblich liegt die Datumsanzeige bei der 3, während die 12 von der aufgesetzten Rolex-Krone und die 6 und 9 durch aufgesetzte arabische Ziffern markiert werden. Die übrigen Stunden werden durch rechteckige Indexbalken markiert, die ebenfalls auf das fein strukturierte Wabenzifferblatt aufgesetzt werden. Auch die Zeiger für Stunden und Minuten sind relativ zurückhaltend rechteckig geformt, bieten aber wie auch die Ziffern- und Stundenmarke eingelegtes Leuchtmittel, um die Ablesbarkeit im Dunkeln zu verbessern. Bei Rolex heißt das Chroma-Light. Da die Aufnahmen unterwegs entstanden sind, war es nicht wirklich möglich, perfekt abzudunkeln, aber hier kann man es zumindest erahnen. Der Zeiger für die Sekunden trägt auf seiner Rückseite ein Gegengewicht, das an die Form der Waben auf dem Zifferblatt erinnert und läuft aufgrund der hohen Uhrwerksfrequenz besonders flüssig, nämlich mit 10 Teilschritten pro Sekunde. Bei den meisten Uhren sind es nur 8 oder manchmal auch 6. Und das liegt bei der Land Dweller am verbauten Kaliber 7135, das in Teilen auf dem 7140 basiert, das auch bei der 1908 zum Einsatz kommt. Bei dem neuen Werk allerdings wird eine ganz neue Hemmung verbaut, die technisch gesehen das wichtigste Feature der Land Dweller ist. Nach über 7 Jahren Entwicklungszeit hat Rolex mit der sogenannten Dynapulse-Hemmung eine neuartige Schweizer Ankerhemmung konstruiert, die in Teilen an die theoretische natürliche Hemmung von Abraham Louis Breguet erinnert. Doch der Dynapulse fehlt der direkte Impuls vom Antrieb zur Unruhe
um als direkte, also natürliche Hemmung zu gelten. Stattdessen geben die beiden Hemmungsräder ihre Energie nur indirekt über eine Impulswippe an die Unruh weiter. Und trotzdem scheint die Dynapulse-Hemmung ein echtes Effizienzmonster zu sein, denn obwohl das Kaliber 7135 mit 36.000 Halbschwingungen etwa 25% schneller läuft, kommt es weiterhin auf eine Gangreserve von 66 Stunden, was nur 8% weniger als beim 7140 der Perpetual ist. Die besonders leichten Komponenten der Dynapulse-Hemmung und die effiziente Gestaltung mit besonders kurzen Kontaktpunkten spart extrem viel Energie. Alles besteht aus Siliziumlegierung, auch die Spiralfeder wird entsprechend mit Siloxy signiert. Nicht nur ist Silizium übrigens antimagnetisch, sondern bietet auch extrem glatte Oberflächen, was ebenfalls für weniger Reibung sorgt. Um das Werk weiter zu optimieren, besteht sogar die Unruhwelle aus Hightech-Keramik. Eine ausführliche technische Einordnung lest ihr in unserer neuen Ausgabe 325, die am 27. Juni ans Kiosk kommt. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Auch bei der Verzierung bietet das Kaliber 7135 dem Käufer einiges. Nicht nur ist der beidseitig wirkende Rotor, also die Schwungmasse für den Automatikaufzug, aus massivem 18-karätigem Gelbgold gefertigt, sondern auch die Brücken und Platinen sind aufwendig verziert. Rolex hatte bei der Einführung der 1908 und der Daytona aus Platin mit Sichtboden eine eigene Abwandlung der Genfer Streifen erfunden, die mit einer breiteren Linie voneinander abgetrennt werden. Diese Verzierung kommt auch hier zum Einsatz. Zudem sind einzelne Lagersteine in Goldchatons gefasst, eine besonders traditionelle Form der Einfassung, die heutzutage eigentlich nur noch bei extrem hochwertigen Uhrwerken zum Einsatz kommt. Die Land Dweller ist mit einem sogenannten Flat Jubilee Band ausgestattet mit satinierten Elementen am Rand und polierten Elementen in der Mitte, die natürlich aus dem entsprechenden Gehäusematerial bestehen. Die verbaute Schließe wird Crown Clasp genannt und ist im geschlossenen Zustand nur an der Krone zu erkennen, sorgt also für einen nahtlosen Verschluss am Handgelenk. Die Preise der Edelstahl-Varianten liegen bei 14.300 € für die 36 mm Version und 15.200 € für die 40 mm Version. Bei der Variante aus massivem Roségold werden 42.900 bis 47.000 € fällig und die hier nicht gezeigten Platin-Versionen kosten 59.200 und 63.700 €. Zuerst war ich etwas skeptisch, dass nun auch Rolex eine Armbanduhr mit integriertem Armbanddesign auf den Markt bringt. Am Handgelenk haben mich die Modelle allerdings tatsächlich überzeugt und auch die neuartige Dynapulse-Hemmung ist wirklich interessant. Für mich ist die Land Dweller also eine gelungene Erweiterung der Rolex-Kollektion und ein Aushängeschild des technischen Know-hows der Marke. Mal schauen, wo die neue Hemmung als nächstes zum Einsatz kommt. Was meint ihr dazu? Dafür ist Platz in den Kommentaren. Wenn ihr Lust auf ein weiteres Video habt, klickt doch direkt hier oder besucht einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.